Damals, als der rauskam, ich glaube, ich habe 700, 800 Euro gezahlt. Seitdem hat der Preis sich verdoppelt. Du bringst so viele Beispiele von Rolex und Sneakers und so. Das sind halt Dinge, danach habe ich kein Bedürfnis. Du bedienst den Markt, aber ich finde, ethisch, moralisch, weiß ich nicht, könnte ich mit mir selbst nicht vereinbaren. Ich bin reich in dem Moment für mich, wenn ich viel Zeit habe für die Dinge, die ich wirklich machen möchte, wie Kuchen backen. Die erste Regel der Geldhilfegruppe: Seid ehrlich. Die zweite Regel der Geldhilfegruppe: Labert nicht. Die dritte Regel der Geldhilfegruppe: Gebt Fehler zu. Und die vierte Regel der Geldhilfegruppe: Helft euch. Philipp, wir wissen ja eigentlich noch gar nicht so, was du machst. Also du vertickst Turnschuhe. Bist du dann also Schuhverkäufer? Ja, mehr oder weniger kann man das so sagen. Also es sind natürlich irgendwo auch ein bisschen besondere Turnschuhe. Das sind limitierte Sammlerstücke. Das sind in der Regel Kollaborationen von Nike und Adidas mit dem zum Beispiel kürzlich verstorbenen Virgil Abloh. Zugegeben, das ist jetzt kein echtes Buzzword, aber vielleicht sagt euch der Name Virgil Abloh ja noch nichts. Virgil Abloh war ein US-amerikanischer Modedesigner. Er arbeitete unter anderem mit Kanye West und für Louis Vuitton und auch für Ikea hat er mal gearbeitet. Er gilt als Mode-Superstar. 2021 verstarb er allerdings mit 41 Jahren viel zu früh an Krebs. Diese Schuhe haben halt die Besonderheit, dass sie sehr limitiert auf den Markt kommen, für einen relativ niedrigen Preis und dann natürlich sofort ausverkauft sind, teilweise über Campouts vor Stores, die es vielleicht früher ein bisschen mehr gab als jetzt in Corona. Heute ist es eher, dass man Bots benutzt und quasi über Online-Shops versucht, eine relativ große Menge zu kriegen und die dann auf dem Zweitmarkt für einen deutlich höheren Preis verkauft. Also wir reden da schon von Renditen teilweise bis zu 100%, teilweise auch 200% und in manchen Extremfällen, wie beispielsweise bei einer Dior-Kollabo mit Air Jordan, die auch streng limitiert gewesen ist, hat man dann auch einen Einzelhandelspreis von 1,8 und handelt den dann für 30.000 Oh, wow. Euro. Wahnsinn. Wie teuer sind denn die Schuhe, die du anhast? Also ich habe die relativ günstig geschossen beim Release. Das ist natürlich auch die Besonderheit. Die Schuhe werden nicht alle, aber wenn man die richtigen Modelle aussucht, über die Zeit mehr wert. Zumindest ist das der Plan, ähnlich wie bei allen anderen Anlageformen, dass man sich natürlich erhofft, dass ein Wertzuwachs ist. Damals, als der rauskam, ich glaube, ich habe 700, 800 Euro gezahlt. Seitdem, Rest in Peace, Virgil Abloh, seitdem er gestorben ist, hat der Preis sich verdoppelt. Die lagen vor 2, 3 Wochen bei 2 und nach seinem Tod sind die halt auf 4.000 hochgegangen. Das sind auf jeden Fall ganz hohe Summen, von denen wir sprechen. Ich glaube, wir schauen uns mal deinen Film an, um das besser zu verstehen. Mein Name ist Philipp Kassel, bin 27 Jahre alt und mein Investment ist limitierte Sneakers. Ich war früher eher ein Fan der Musik von Kanye West und habe erst gar nicht mitbekommen, dass er Sneaker designt. Das kam erst später ein bisschen dazu. Ich habe dann direkt 4 Paare im Laden abholen können, über ein sogenanntes In-Store-Raffle, sprich Verlosung der Kaufrechte, und jemand hat mir die Schuhe direkt vor dem Laden abgekauft. Konnte schon ungefähr einen Gewinn machen von 1.000 Euro und als jemand, der studiert und Teilzeit bei der Bank arbeitet, war das halt schon eine neue Erfahrung für mich und ab da bin ich quasi auf diesem Thema ein bisschen stecken geblieben. Also aktuell habe ich ungefähr 300 verschiedene Modelle und da ist halt wichtig, dass man immer die Lage neu einschätzt. Deswegen stecke ich persönlich sehr viel Zeit rein, auch weil es nicht so ein breites Research-Angebot gibt, dass ich mir zum Beispiel irgendwo Informationen anlesen kann, sondern ich muss selber interpretieren, selber Trends erkennen. Diverse Wünsche konnte ich mir schon erfüllen, unter anderem natürlich dieses Büro, wo ich gerade drin stehe. Ich wollte immer schon gerne am Wasser sein und von dort aus arbeiten. Ich bin auch immer dankbar, wenn ich mit dem Chewie, meinem Hund, eine Stunde draußen rumlaufen kann, hier direkt am Rhein. Da freut er sich auch mal drüber. Und ich kann viel reisen, was ich früher halt nicht konnte. Also meine Familie hatte damals halt nicht so viel Geld. Meine Mutter ist auch alleinerziehend. Die Schuhe sind teilweise sehr günstig produziert in Asien und haben halt ihren Wert in erster Linie durch den Hype, den die Marken halt darum generieren. Deswegen ist natürlich auch die Einstellung, mit der ich drin bin, vielleicht ein bisschen wiedergespiegelt in meiner Lebenseinstellung. Also ich lebe heute, ich sehe halt heute die Chancen und die möchte ich halt heute auch wahrnehmen und nicht erst später.
Weil wenn man immer wieder sagt, später, 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 ist man irgendwann alt und ist dann traurig, dass man die Chancen von damals halt alle außer Acht gelassen hat. 300 Paar Schuhe hast du im Büro stehen. Nee, das sind die Modelle, die wir haben, die wir quasi bei Bräuninger und in der KDW-Gruppe anbieten. Also wir versuchen immer eine relativ große Variation auch zu haben. Das liegt auch daran, dass die Trends sich halt täglich ändern. Also wenn jetzt irgendeine Influencerin auf TikTok oder halt auf Instagram oder YouTube halt einen Schuh anzieht, das Outfit ist super und viele Mädels sind davon inspiriert, dann haben wir das zum Beispiel so, dass wenn wir auf unseren Pop-Up-Store-Events sind, die uns einfach nur das Bild zeigen von der Bloggerin und sagen, so habt ihr den. So, und in der Regel, wenn man sich halt, weil es halt, wie im Film schon gesagt, wenig Informationsquellen gibt, wo man halt sagen kann, okay, in dem Research steht die Empfehlung, deswegen kaufen wir jetzt die Schuhe an, das gibt es halt einfach nicht. Sondern man muss halt selber sich erarbeiten, was sind die Trends von morgen, ja, was gefällt den Menschen draußen. Dafür ist Social Media natürlich eine super Plattform, weil man halt immer sieht, okay, der Schuh, der geht gerade viral, den müssen wir ankaufen. Und merken dann natürlich auch, wenn das funktioniert, wenn wir halt vor Ort sind in den Kaufhäusern, wenn die sich dann verkaufen lassen, dass dann ja, entsprechend ein guter Umsatz dann dabei rumkommt. Wie lange machst du das? Seit Anfang 2017, 2016 hatte ich das noch so ein bisschen nebenbei verfolgt. Da war ich quasi nur angestellt bei der Bank, habe mein Studium gerade in Köln angefangen. Ja, und habe halt immer so ein bisschen nebenbei geschaut, so was gibt es eigentlich so auf der Welt, was kann man machen. Und ja, dieses Thema Sneaker kam halt durch Kanye West, war früher eher großer Fan der Musik von ihm, war auch auf Konzerten damals, auch mit Campouts damals davor. Und irgendwann hat er mir auf einem Konzert einen Schuh angehabt, den ich mir wirklich damals, ich glaube 2014, einfach nur als Erinnerung kaufen wollte an das Konzert. Und habe dann natürlich geschaut, Foot Locker, Sidestep, so, wo gibt's den? Nirgendwo. Und da meinte irgendeiner mal bei Foot Locker, schauen wir eBay. So, und dann habe ich geschaut und da war tatsächlich der Schuh, den er auf dem Konzert anhatte, gelistet für 20.000 Euro. Bei einem Einkommen von 600 Euro im Monat war das natürlich direkt erstmal weg. Und ja, aber seitdem war ich so ein bisschen, habe das halt so verfolgt und irgendwann war er dann bei Adidas und nicht mehr bei Nike und ja, habe dann da angefangen mal mitzumachen, einmal gewonnen, wie im Film gesagt, direkt 4-mal und habe dann gemerkt, Mensch, du kannst in einer Jogginghose und mit Kopfhörern im Ohr und ohne Krawatte und ohne, ich sag mal, ein bisschen geschwollen zu reden, wie das halt in der Bank üblich ist, deinen Lebensunterhalt ja irgendwie verdienen. Und ja, ich sag mal, mein größter Durchbruch war irgendwann, dass ich einen Kontakt hatte, der K1 kannte und tatsächlich gesagt hat, so, der braucht gerade Schuhe, Bro. Und mir dann einfach Fotos geschickt hat und gesagt hat, ich habe dir jetzt noch 3 anderen geschickt, der Schnellste gewinnt. Hast du die da? Ich sofort, ja, habe ich da. So, wann braucht er die? Ja, jetzt, du Dummkopf, hat er zu mir gesagt. So. Und ich sag so, ich wollte jetzt aber gerade ins Fitnessstudio. Der so, ja, dann nicht. Ich so, nein, wo soll ich hinkommen? Und der so, ja, du fährst jetzt sofort ins Hyatt nach Düsseldorf, sofort und bringst die dir. Du hast also deine Chance sofort ergriffen. Ich habe meine Sporttasche in die Ecke geschmissen, die Schuhe eingepackt und bin